Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der Fachhochschule Südwestfalen. Wir sind heute verbunden mit Ingo Bläser von der Aquaponik-Manufaktur. Die Aquaponik-Manufaktur ist ein Projektpartner, mit dem wir in Dortmund im Reallabor des Projektes ProGirect zusammenarbeiten. Im Wesentlichen kümmern wir uns da um die Thematik Aquaponik, also wie man mit Fischen und Pflanzen in Hydrokultur ein gutes Kreislaufsystem entwickelt. Aber heute wollen wir eigentlich über ein anderes Thema sprechen, denn die Aquaponik-Manufaktur ist nicht nur beschränkt auf diese Kreislaufsysteme, sondern hat auch noch andere Projekte in der Mache. Ingo, ihr habt das Projekt Naturfelder gegründet. Magst du uns davon ein bisschen erzählen? Was ist das und worum geht es dabei? Ja, gerne. Wobei Naturfelder ein Verein ist, der jetzt gar nicht mehr in der Hand der Aquaponik-Manufaktur ist. Okay. Wir haben das ins Leben gerufen mit der Aquaponik-Manufaktur oder kurz APM und haben aber dann gemerkt, dass wir es als Unternehmen schwer haben, Insektenschutz zu betreiben, weil einem das zuerst mal keiner abnimmt, weil jeder denkt, wir wollen uns da irgendwie, wollen daran Geld verdienen. So war es aber gar nicht gemeint. Die Idee, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist eher die, dass wir wissen, dass in städtischen und Gemeindeflächen oft Flächen gemäht werden, die gar nicht gemäht werden müssen. Oder es Flächen gibt, die in Besitz der Gemeinde sind und die eigentlich gar nicht genutzt werden, vielleicht auch nur für wenige Jahre nicht genutzt werden. Und unsere Idee war nun, diese Flächen, die irgendwo übrig sind, auf die man Zugriff bekommen kann, in Blühwiesen umzuwandeln. Und dadurch im Prinzip was für die Biodiversität zu tun, ohne dass man Grundstücke kaufen muss oder ganz schwierig Flächen besorgen muss. Oft ist das auch nur eine Interimsnutzung, also bis dann das Gewerbegebiet entsteht oder so. Und da geht es dann um ein paar Jahre. Und wir haben uns mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt und haben gefragt, gibt es hier erstmal Interesse, klar, und gibt es Flächen, die ihr besitzt und die wir für Blühwiesen nutzen könnten? Und siehe da, so war es tatsächlich. Viele Flächen es werden einfach nur gemäht, ein paar Mal im Jahr und haben dadurch auch wirtschaftlich keine große Bedeutung. Und solche Wiesen übernehmen wir und arbeiten sie um zu Blühwiesen, teilweise wirkliche Rasenflächen, teilweise Brachen, teilweise auch hinterm Sportplatz ein aufgeschichteter Wall und so weiter. Und das machen wir jetzt mit dem Verein Naturfelder Issum e.V. Und dieser Verein hat jetzt mit der APM nichts mehr zu tun. Aber da haben sich Leute gefunden, die hier in Issum daran interessiert sind, was für die Insekten zu tun. Und dieser Verein ist so konzipiert, dass man ihn quasi kopieren kann. Das hört sich ja spannend an. Und wie viele Leute sind da im Moment zusammen? Also was sind da für Vereinsmitglieder? Wen habt ihr an Bord? Wir sind ungefähr 10 Vereinsmitglieder derzeit und davon sind aber ungefähr 6 tatsächlich auch aktiv auf den Flächen unterwegs. Und der Ausgangsposition war so ein bisschen, dass wir eine Bürgerinitiative für Glasfaser hatten, die tatsächlich die Glasfaser nach Issum gebracht hat und die sich dann gefragt hat, sollen wir uns jetzt auflösen? Und da stand auch gleichzeitig diese Idee im Raum. So Das kam ist es, dann dass von, die ehemalige Bürgerinitiative dann diesen Verein gegründet hat. Das heißt, von der Digitalisierung zum Naturschutz. Ganz Das ist ja genau. total spannend. Also die Verbindung hat man wahrscheinlich nicht so häufig. Aber Nee, da das hattet ist ihr aktive Leute zusammen und habt direkt das Momentum und den Schwung genutzt. genau. Super. Und wie muss man sich das denn dann vorstellen? Also trefft ihr euch regelmäßig oder wie sieht so, sagen wir mal, das Tagesgeschäft des Vereins Naturfelder aus? Also wir treffen uns physisch einmal im Monat, jeden zweiten Dienstag im Monat in Issum in einer Gaststätte. Natürlich nur, wenn es möglich ist, respektive Corona. Und zwischendurch machen wir natürlich auch noch unsere Abstimmungen über E-Mail und Telefon und so weiter.
Und es fing damit an, dass wir erstmal natürlich die Vereinsgründung gemacht haben, was einiges an Bürokratie ist, bis man dann mal die Satzung und alles soweit stehen hat. Dann haben wir mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen und dadurch, dass wir auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, also über Internetseite, Facebook und Twitter und so, haben wir auch schon Anfragen von Bürgern gehabt, die zum Beispiel wissen wollen, was für ein Saatgut man nehmen kann oder soll für Ja. Blühwiesen oder die selbst auch eine Fläche haben. Wir haben sogar schon ein privates eine private Blühwiese quasi ausgelöst, dadurch, dass jemand von uns erfahren hat, der selber eine Fläche hatte und der hat dann auf eigene Faust das mit einem Landwirt zusammen gemacht. Ach, super. Und Und wir schauen immer, für was gibt die Fläche her? Also erstmal fragen wir, wo gibt es was? Und dann kommt die Gemeinde mit einem Vorschlag und dann gucken wir uns die Fläche an und dann müssen wir natürlich sehen, was ist das für eine Bodenqualität, welches Saatgut würde dazu passen, ist Wasser da? Also mittlerweile muss man ja auch schon aufgrund der klimatischen Bedingungen teilweise auch vorsehen, dass eine Bewässerung vielleicht notwendig wird, weil es kann natürlich sein, so ein Sommer wie 2018, da könnte einem dann wirklich die frisch ausgetriebene Blühwiese wirklich vertrocknen. Deshalb haben wir auch in einem Fall tatsächlich sogar einen Brunnen angelegt, der diese Blühwiese bewässern kann. Und den haben wir dieses Jahr auch schon ein paar Mal genutzt. cool. Und das heißt dann, dass dann wirklich die Vereinsmitglieder vor Ort sind und die Schippe wortwörtlich in die Hand nehmen. Ja, wobei wir machen jetzt nicht die gesamte Arbeit, ganz wichtig, weil wir haben jetzt da am Bürgersaal eine Fläche von knapp 2000 Quadratmetern bearbeitet und das kriegt man nicht mit 5 Leuten und einem Spaten hin. Also insofern müssen wir natürlich einen Partner aus der Landwirtschaft haben. Da haben wir hier den Herrn Quinders gefunden, der Saatmaschine und Schlepper und alles zur Verfügung hat. Der kommt dann, macht dann in einem Durchgang die Bodenbearbeitung, wenn nötig. Wir hatten da eine Grasnarbe, da muss man natürlich dann einmal umbrechen, sonst kommt da nie irgendwelches Saatgut durch. Okay. Und der hat also im Groben alles soweit fertig gemacht und wir haben dann noch den Brunnen gebaut mit einem Kollegen, der das kann und die Werkzeuge hat. Und den Rest, also Bewässerung installieren, das haben wir alles selber gemacht. Spannend. Und der Landwirt, der wird dafür dann bezahlt, einfach als Der Dienstleister. schreibt eine ganz normale Rechnung, Okay. was aber aus unserer Sicht vom Volumen her durchaus verträglich ist. Also es ging da um, ich glaube, 300 und noch was Euro für die gesamte Bearbeitung. Und das war im Prinzip auch der ganze Posten für den Landwirt. Ja. Der größte Posten war ganz klar das Saatgut, weil wir da auch auf ein qualitativ hochwertiges von Rieger und Hoffmann gesetzt haben, Okay. haben auch eine Bodenprobe genommen, haben mit denen telefoniert, sind sehr gut beraten worden, muss man an der Stelle sagen. Super. Aber das ist natürlich dann schon eine ganz andere Nummer. Da haben wir 450 Euro, glaube ich, nur für das Saatgut gelassen. Okay, und diese Kosten, die das auslöst, wie werden die getragen oder wie wird Aha. das refinanziert? Ja, also wir haben natürlich einmal unsere Mitgliedsbeiträge, das sind 60 Euro im Jahr pro Mitglied, ganz normaler Beitrag. Und dann haben wir auch ein paar Spender gefunden, das Okay. sieht man auf unserer Seite, das ist die naturfelder.de. Mhm. Es gibt auch Sponsoren in der Liste und die haben tatsächlich gespendet. Allerdings muss man dazu sagen, fairerweise, die Gemeinde Issum fand das Projekt so gut, dass sie beim Bürgersaal jetzt gesagt hat, nein, wir übernehmen auch das Saatgut, Ah, sodass wir letztendlich auch da Kosten gespart haben, die wir in ein neues Projekt wiederum reinstecken können. ja, super. Das hört sich so ein bisschen an, als wäre das so eine, als hätte das so eine Eigendynamik und dann wäre das so eine Win-Win-Win-Situation, oder? Ja, ist es auch. Ja. Also gerade das, wenn man jetzt auf die Idee kommt, ich meine, bei Wäldern ist es ein bisschen schwierig. Wir haben auch die Situation, wir müssten eigentlich aufforsten, aber ein Wald ist was für hunderte Jahre gedacht ist. Ja. Aber eine Blühwiese ist, allein wenn sie ein Jahr steht, ist sie schon ein Gewinn für die Insekten vor Ort. Und die Gemeinde, das ist an der Stelle ganz wichtig, die Gemeinde oder Stadt weiß, sie muss keine feste Verpflichtung eingehen.
sie kann die Fläche auch vielleicht nur für 2, 3 Jahre abgeben und kann sie jederzeit zurückbekommen. Ah, Und das ist eine Situation, die der Gemeinde, die der Situation Vorschub leistet, wo die Gemeinde sagt, ja, dann, die können wir ja jederzeit zurückholen. Also bitte könnt ihr so lange machen, wie das da geht. Ansonsten müsst ihr halt wieder da runter. Aber im nächsten Jahr gibt es dann schon wieder andere Flächen, die in Frage kommen. ja, Und wir hatten ursprünglich nur mit der einen Fläche gerechnet, aber schon während wir die aufgebaut haben, war die nächste im Gespräch und so verbreitet sich das, kommt dann fast wie von selbst, weil den Leuten dann auffällt, sie denken mal darüber nach und auffällt, die und die Fläche ist ja eigentlich auch möglich. Und hier, das ist, glaube ich, auch woanders auf dem Land überall so, wir haben ja hier relativ ländliches Umfeld, gibt es ganz viele Flächen, die so ein bisschen Autopilot gemäht werden. ja, Also da ist dann ein von der Gemeinde beauftragtes Unternehmen, was rumfährt und selbst hier auf unserem Hof, wir haben ja 250 Meter Privatweg, wenn wir nichts machen, bekommen wir diesen Weg gemäht und mussten umgekehrt äh, die Leute ausfindig machen, die es wissen müssen, dass wir diese Flächen nicht gemäht haben wollen. Wir wollen da okay, Blühstreifen haben. ja, Und da wurden wir aber gar nicht gefragt. Da kam auf einmal der Mähbalken vorbei und dann okay. musste ich dem Trecker hinterherrennen und fragen, wer sind Sie, für wen arbeiten Sie? Bitte hier nicht mähen, wir wollen das so lassen. Das stelle Und ich ich mir ganz glaube auch, lustig vor. ja, aber das, ich glaube, das ist in vielen Gemeinden so. Ja, Also ganz viele Flächen werden einfach ein paar Mal im Jahr abrasiert, ja, ganz normal Selbstläufer. ja, Und das versuchen wir so ein bisschen zu brechen, obwohl es viele gibt, die natürlich auch darauf beharren, beziehungsweise die das wollen, dass gemäht wird. Weil wenn die das jetzt nicht machen würden, würden die bestimmt auch Anrufe kriegen, hier ist alles voller Disteln oder so. ja. Diese Blühflächen, die ihr anlegt, werden die denn gar nicht gemäht oder weniger? Also die Flächen, die wir jetzt gemacht haben, beziehungsweise die am Bürgersaal, die soll 5 Jahre Standzeit haben. Ja, Und dafür haben wir auch die Mischung ausgewählt von Rieger und okay, Hoffmann. Blühende Landschaften heißt die. Und das machen wir absichtlich, weil wir auch so ein bisschen was an Habitat hervorbringen wollen, sodass eben nicht nur die reine Futterweide für die Insekten besteht, sondern dass auch die Stängel dann stehen bleiben können und zumindest mal ein paar Jahre auch so ein bisschen Humus bilden können und ein bisschen so eine ökologische Situation eintritt, wo Artenvielfalt auch möglich ist, mit ein okay. bisschen Gestrüpp und ein bisschen, aber es soll halt natürlich nicht verwalden oder verbuschen. Deswegen muss man schon gucken, ob man da vielleicht mal ein paar Birken rauszieht, die sich da bilden oder Okay, irgendwelche Sträucher. Und wenn es Not tut, kann man auch mähen. okay. Also man Aber für, könnte immer noch sagen, jetzt im dritten Jahr, okay, komm, das wird uns jetzt zu dicht, jetzt mähen wir mal. mhm, Und im nächsten Jahr kommen die. Die Mischung ist auch von Rieger und Hoffmann, die ist so ein bisschen gestaffelt. Da gibt es einmal die Schnellbegrünungsanteil, der im Prinzip im ersten Jahr sehr viel für Insekten bietet. Dann kommen die mehrjährigen Formen, Sorten, die aber letztendlich im ersten Jahr noch nicht so stark vertreten sind. Deswegen wandelt sich das Bild mit der okay. Zeit so ein bisschen. Da hat man, okay, so eine Sukzession von unterschiedlichen Pflanzen. Aber für die Genau. Gemeinden müsste das ja auch nochmal attraktiv sein unter dem Aspekt, dass sie dann für 5 Jahre lang sich um die Fläche nicht kümmern müssen und dann auch keine Kosten für die Pflege haben. Das ist doch für die Gemeinden eigentlich ganz interessant, oder? Richtig, genau. So ist es auch. Die Gemeinde, das ist zwar jetzt vom Bild her ein bisschen ungewohnt für die Passanten. Da ist auch ein Weg und ein Radweg geht da vorbei. Und da Ja, gibt es dann auch Leute, die vielleicht da die eine oder andere Sonnenblume rausschneiden, weil sie die dann zu Hause in eine Vase stellen. Keine Ahnung. Also das fällt einem schon so ein bisschen auf, wenn es in voller Blüte steht. Oder es laufen halt Hunde durch, die dann da Stöckchen suchen oder irgendwie was. ja. Aber wir haben auch keine Zäune drum. Mhm. Es wäre auch von der Investition her so, dass so ein Zaun viel teurer wäre als die ganzen anderen Kosten von so einer Ja. Fläche.
Auch unter dem Aspekt, dass es unter Umständen wirklich nur eine begrenzte Aktion ist. Ganz Zeitlich will genau, man ja dann nicht nach 3 Jahren den Zaun wieder wegmachen, ne? ganz genau. Ich finde Ja, es und auch für gar die nicht schlimm. Gemeinde Ja, ist das natürlich auch eine Sache, mit der sie punkten kann, ökologisch im Rat und ja. überhaupt so, ähm, was halt eine Besonderheit ist, die es vielleicht woanders nicht gibt, bis man sich dran gewöhnt hat. Ich hoffe, das kommt bald, aber Ja. Aber ich finde das, wie gesagt, gar nicht schlimm, dass, wenn da Menschen reingehen und sich mal eine Sonnenblume nehmen oder dass sozusagen die Natur, die dann da für sie erlebbar wird, auch ein kleines Stückchen weit nach Hause nehmen. Das ist doch eigentlich ganz schön. Entschuldigung. Alles gut. Du sprachst von dem Landwirt, der euch unterstützt durch seine Arbeit. Wie sieht das denn aus mit landwirtschaftlichen Flächen? Wären die nicht auch interessant? Ja, grundsätzlich sind wir da auch gar nicht beschränkt. Landwirtschaftliche Flächen kämen auch in Frage. Mhm. Allerdings muss man da ein bisschen mehr Geld für aufwenden, weil der Landwirt hat normalerweise alle Flächen unter Wind und beackert die. Ja, Äh, und da ist es so, wenn man da einen Hektar oder zwei von einem Landwirt für eine gewisse Zeit lang haben will, dann will der wahrscheinlich eine Entschädigung. Oder er hat irgendwie, er kann das Stück nicht verwenden, weil es von der Qualität her jetzt nicht funktioniert. Allerdings kann es auch sein, wenn das jetzt, wenn da ständig das Wasser draufsteht, dass wir dann auch keine Blühwiese draus machen können. okay. Wir hatten aber schon die Idee, dass man, wenn man wirklich auch ein bisschen Geld einsammelt, dass man dann einem Landwirt diese Prämie, die er meinetwegen jetzt für Mais bekommt, ersetzt und da anstatt Mais eine Blühwiese äh, entstehen lässt. Das kommt aber daher, dass wir erfahren haben, dass Landwirte sowieso immer an der Kante zur Rentabilität arbeiten, sodass, Ja, wenn man jetzt fragt, lieber Landwirt, was kostet das uns, wenn du jetzt statt Mais da diese 3 Hektar Blühwiese machst, da ist er sowieso in der Situation, wo er kaum was dran verdient. Deswegen muss man auch nicht so viel zahlen, weil die okay. Rentabilität von Mais, Rüben sowieso nicht die beste ist. Okay, das heißt, man würde sozusagen abzüglich der Kosten, die der Landwirt hat für die Bewirtschaftung, er hat ja irgendwie mehrere Überfahrten und muss irgendwie die Genau, Kultur pflegen und hat vielleicht auch das genau, unternehmerische Risiko, muss ja am Ende auch das Produkt vermarkten. Und ich ganz weiß nicht, was genau. da am Ende bei so einem Hektar sozusagen im Geldbeutel übrig bliebe. Aber wenn man dann sagt, Mensch, das, was eigentlich bei dir als Ertrag überbliebe finanziell für den Mais, das können wir dir gegenfinanzieren und dafür lässt er das mit dem Mais ganz weg. Das kann ja für den Landwirt auch interessant sein, weil ja er dann auch die Kosten und die Überfahrten und die Arbeit nicht hat und kann Ganz meinetwegen dann genau. andere Flächen bewirtschaften. Ne? So ist es. Ah ja, Und cool. das Problem ist ja bei Landwirten in den letzten Jahren auch immer, dass die so ein bisschen geplagt sind durch die Dürre. Die Ja, Ernte ist nicht mehr wie gewünscht. Da wird der Materialeinsatz, der wird erbracht und die ganze Arbeitsleistung. Und am Ende steht dann da 55% Ernte gegen, was natürlich dann die Rechnung schon wieder nicht attraktiv macht. Bei ja, uns ist der große Vorteil, wir reden hier nicht von Ertrag. Mit der Blühwiese, das klappt, dafür sorgen wir schon, ja, wenn wir das mit der Bewässerung in den Griff kriegen. okay. Also bei landwirtschaftlichen Flächen ist es dann so, dass wir sagen, lieber Landwirt, wir möchten von dir nicht nur die Einsaat und die Vorbereitung des Bodens für die Blühwiese, sondern auch eine eventuelle Notbewässerung, Okay. aber maximal so und so oft im Jahr, weil wir eben nicht, wir machen keine regelmäßige Bewässerung Ja, dann auf so einem großen Stück, sondern nur eine Notbewässerung, zumal jeder kennt das, diese landwirtschaftlichen Bewässerungsanlagen mit diesen riesigen Rollen, Schlauchrollen und die dann übers Feld gezogen werden, das macht auch Arbeit, die dann umzusetzen ja, und wieder neu anzuschließen und so. Allerdings ist eine Notbewässerung immer noch weitaus erträglicher für einen Landwirt, als wenn man jetzt den Mais so bewässern will, dass er wirklich auch eine gute Ernte hervorbringt. mhm. Bei der Notbewässerung stellen wir nur sicher, dass unsere Blühwiese am Leben bleibt und nicht Ja, das Saatgut für immer tot ist. Und da ist eine gewisse Spanne, die der Landwirt nicht so einfach überbrücken kann in einem Jahr wie jetzt dieses Jahr auch. Wir haben schon wieder eine schlechte Maisernte. Wir haben solche
Mini-Kolben da dran. Ja. Eben deshalb, selbst wenn der Landwirt bewässert, dann macht das vielleicht ein oder zweimal. Aber wenn das in 12 Wochen Dürre passiert, dann ist auch das nicht ausreichend für eine gute Ernte. Ja. Also für den Mais wird es nicht reichen, aber für die Blühwiese reicht es dann allemal. Genau, Und genau, insofern ist das für den Landwirt auch stressfreier. ganz genau. Zumal ich würde da auch vermuten, dass er ja dann auch seine anderen Kulturen priorisieren kann, dass man ihm sagt, so Mensch, wenn du zwischendurch halt Zeit hast, dann sieh mal zu, dass du einen Schluck Wasser auf die Blühwiese kriegst. Das ist dann wahrscheinlich nicht so hart getaktet wie in der landwirtschaftlichen Praxis für die Kulturpflanzen, oder? Ganz genau. Ja. Wie sieht das denn aus? Die Ackerflächen haben ja einen gewissen Status und ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt mehrere Jahre einfach eine Blühwiese drauf hat, dass das dann zu Dauergrünland wird. Wie ist das geregelt? Ganz wichtige Frage, genau. Da müssen wir nämlich auch sehr drauf aufpassen. Wir wollen ja nicht, dass durch die Blühwiese ein Landwirt den Ackerstatus verliert oder die Fläche den Ackerstatus verliert. Deswegen müssen wir das sehr im Blick haben. Wir dürfen also nur eine maximale Standzeit von 5 Jahren haben. Okay. Und da haben wir uns was ausgedacht, wenn wir größere Stücke hätten oder bekommen würden, die sich über viele Hektar erstrecken, dann kann man auch die Kulturen kombinieren, indem man eine Nutzfläche hat, die weiterhin beackert wird wie Okay. normal. Und dann haben wir ein Naturfeld, was meinetwegen dann mehrere Hektar groß ist. Aber in dem Moment, wo das 5. Jahr käme, muss dann vorher dieses Naturfeld eins weiter rutschen auf Ah, dem Acker oder eben rotieren, wenn man es kreisförmig aufteilt, sodass man praktisch immer wechselt zwischen dem Status Acker, Blühwiese. Das ist auch gut für den Boden, weil eigentlich ist ja das Greening, was man so kennt, was jeder Landwirt je nach Flächengröße machen muss, ist ja eigentlich eine Maßnahme für die Bodenqualität. ja. Und in dem Moment, wo es Zwischensaison Situationen gibt, wo die Blühwiese da steht, wird auch der Boden deutlich regeneriert, es wird das Bodenleben regeneriert und der Landwirt hat sogar was davon, was die Bodenqualität betrifft. Cool. Das hört sich doch sehr gut an. Wie sieht das aus? Gibt es da bei den Landwirten irgendwie Vorbehalte, dass sie, wenn sie sowas machen, dann sozusagen die Unkräuter sich auf den Acker holen und dass sie da, selbst wenn sie dann irgendwann sagen, jetzt will ich es wieder bewirtschaften, dass sie quasi die Blühwiese nie wieder loswerden? Habt ihr da mal Bedenken gehört? Es geht. Also die Unkräuter kommen ja ohnehin. Also wenn man sich Ja, jetzt, selbst wenn man jetzt so ein Rübenfeld sieht, kurz vor der Ernte, sieht das ziemlich gemischt aus. Also ja, man hat eben nicht mehr das Bild, da ist ein Meer von Rüben, sondern da steht massenhaft Sauerampfer dazwischen und anderes. okay. Und da haben wir bisher noch nicht die Situation gehabt, dass Bauern da irgendwie Angst vor haben, dass das Überhand nimmt. Die machen ja teilweise auch schon freiwillig oder selbst Initiativen mit Blühstreifen um die Felder rum und so. Was wir allerdings gemerkt haben, da muss man auch ein bisschen aufpassen, ist, dass unsere Leistung leicht verwechselt wird mit diesem Greening. Okay. Das heißt, wenn ein Landwirt erfährt, ah, die machen Blühwiesen, Moment mal, das mache ich doch auch, mit meinem Greening muss ich 5% oder eine gewisse Fläche in ja, Grünland für eine bestimmte Zeit nach EU-Recht bearbeiten. Und es ist aber so, dass wir erstens die Blühwiese nicht nur für die Bodenqualität machen, sondern eben hauptsächlich für die Insekten. Das ist beim Okay. Greening nicht der eigentliche Grund, sondern eben die Bodenqualität. Und wir sorgen nicht nur für die Insektenweide, also das Futter für die Insekten, sondern auch für Habitate. Okay. Sei es durch stehen gebliebene Halme, sei es durch Sandhabitate, wo wir dann wirklich auch Sand dahin kippen und Ach, kleine Wasserlöcher machen. okay. Gerade jetzt für bodenlebende Wildbienen ist das sogar ganz wichtig. Ja. Selbst wenn man ein Insektenhotel dahin stellt, ist es nicht für alle Spezies gut, sondern ich glaube 200 Wildbienenarten nisten im Boden Ah, und okay. bauen sich dann da Höhlen. Allerdings nur, wenn sie das entsprechende Material haben. Also wenn man Ja. jetzt die Kombination Sand, Wasser, Lehm hat,
dann können da viele Wildbienen schon was draus machen, nämlich sich Gänge bauen und die entsprechenden Höhlen. Spannend. Wir betrachten das als Gesamtpaket für Insekten. Wir haben auch ein Insektenhotel konzipiert, was aus so Buchenbalken besteht, die ja 2 Meter lang sind und die verschiedene Löcher haben, gebohrte, aber sehr saubere Kanten und nicht Stirnholz gebohrt, sondern in die Seite, damit da auch Okay. keine Risse entstehen. Und diese Insektenhotels sollen eben auch Habitate darstellen für die Insekten. Spannend. Das heißt, wenn ich jetzt eure Idee toll finde und irgendwie das Ganze unterstützen will, dann würde ich einen Mitgliedsantrag ausfüllen und dann werde ich bei euch im Verein Mitglied und zahle meine 60 € und trage dann quasi finanziell schon mal per se so dafür bei, dass da was passieren kann. Genau, einmal das, also man kann einfach die Mitgliedschaft, gibt es dann auch das Formular auf unserer naturfelder.de Seite. Mhm. Man kann aber auch, wenn man Lust hat und in der Nähe wohnt, Mitglied werden und sich selbst um Flächen kümmern und schauen, was ist denn da, was ist denn da. Ja, Und das ist gerade bei alteingesessenen Leuten, die sich auch ein bisschen mit der Struktur in der Gemeinde auskennen, sehr gut, weil die auch so Tipps geben können und wissen, ja, Moment mal, okay. da wird doch das Gebäude abgerissen und erstmal Ja, ist da nichts. Wie sieht es denn da aus? Ne? Und schon hat man wieder einen Anhaltspunkt, wo man mal nachfragen kann. Und wenn man gezielt nachfragt, ist das was ganz anderes gegenüber einer Gemeinde, als wenn man sagt, hey, habt ihr nicht? Dann so wissen Schulter die vielleicht zucken. erstmal gar nicht, ja, wie groß und Ja, weiß ich nicht. Erstmal keine Idee. Aber wenn man sagt, hier da hinterm Tennisplatz, da gibt es doch und so. Und da spricht dann oft nichts dagegen, ja, es sei denn, man hat irgendwie, die haben halt uralte Verträge, wo dann teilweise mündlich einem Landwirt zugesagt wurde, du kannst das mähen und kannst den Grünschnitt behalten. okay. Bloß der Landwirt selber, der ist jetzt auch, selbst wenn er diesen Grünschnitt abgenommen bekommt, dann ist das ein Verlust von 35 € im Jahr oder so. Also das Tragbar, ja. merkt er noch nicht mal wirklich. Er hat Ja, nämlich 20 solche Stellen, wo er mäht im Jahr, um da ein bisschen Futter reinzuholen. Das heißt, entsteht kein Schaden dadurch, mhm. aber es lassen sich doch sehr viele Flächen dafür mobilisieren. Spannend. Also muss man möglichst irgendwie ein bisschen lokaler Experte sein. Jetzt bin ich aber nicht in Issum, Ingo. Ich sitze hier in Dortmund. Was mache ich denn, wenn ich in Dortmund was machen Ja, da kommt unser kopierbarer Verein ins Spiel. Das Wir haben hattest du am nämlich Anfang erwähnt, ne? genau, wir haben Was den bedeutet Verein das? extra so angelegt, weil wir dachten, eigentlich ist das, was wir hier haben, diese Situation, ist eigentlich so richtig Standard. Also Ja, 3 Orte weiter sieht es genauso aus und nebenan überall dasselbe und die Gepflogenheiten sind auch dieselben. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir könnten doch eigentlich von vornherein und dieses Prinzip schon so anlegen, dass es ein Dach bildet für weitere Vereine, okay. wo man sogar schon die Namensgebung, die Internetseite und so weiter schon vorgegeben hat durch Okay. unseren ersten Verein. Und deshalb Naturfelder Issum e.V. kann sehr leicht zu Naturfelder Dortmund Okay. e.V. werden oder Ja, Naturfelder Xanten e.V. Und wir geben dann auch sehr gerne unsere Satzung als Vorlage dem Verein, der sich da neu gründen will, helfen auch mit Tipps und Ratschlägen. okay. Und wir stellen unsere Internetseite zur Verfügung. Da steht zwar derzeit noch der Verein als Rubrik oben. Das ist halt jetzt ja bisher nur ein Verein. Aber sobald der zweite Verein da ist, würde das in die Vereine Okay. umgewandelt und da würde man dann auswählen können, Naturfelder Issum, Naturfelder Dortmund und so weiter, sodass Super. man da das eigentlich so ausrollen könnte Ja, ähm, gegenüber Interessenten, die dadurch ja so eine Anleitung bekommen, wie sie denn vorgehen können und sogar auch Tipps beziehungsweise die Vorgehensweise, wie komme ich an Flächen, wen kann ich ansprechen super. und ja, das ist halt die Lizenz zum Nachmachen dann, ohne große Genau. Kosten. Wie gesagt, wir
sind ja ein Verein und wollen da auch nichts dran verdienen. Und wenn dann andere Vereine sich dazugesellen, wir haben einen Leitspruch, bei uns zählt jeder Quadratmeter. Deswegen ist halt ganz wichtig, also wenn da eine Fläche zustande kommt, man muss das ja auch so aus der Dimension oder Perspektive der Insekten sehen. Ja. So eine Fläche von 2000 Quadratmeter Blühwiese ist schon echt ein Pfund an Biodiversität, wenn man näher hinguckt und mitten im Sommer sieht, was da rumfliegt und brummt. Super. Diese vielen Insekten, die dann dort ein Habitat finden, wie monitort ihr das? Habt ihr irgendwie Kontakt zu den anderen Naturverbänden wie BUND oder NABU? Was läuft da an der Ecke? Ja, wir haben von vornherein Kontakt zum NABU aufgenommen, sowohl hier NABU Issum als auch andere Kollegen vom NABU, die eben Insektenexperten sind. Wir verstehen uns selbst gar nicht als die Experten im Bereich Insekten, sondern eher die Realisierer dessen. Und bei den Entscheidungen hilft uns regelmäßig der NABU. Sei es, Cool. wie muss das Habitat aussehen, wie baut man ein vernünftiges Insektenhotel, braucht man eine Bewässerung oder nicht, welches Saatgut nehmen wir, also alles diese Fachfragen, da bekommen wir eine gute Beratung vom NABU. Und ansonsten Kooperationen sind wir durchaus gegenüber aufgeschlossen. Wir haben aber bisher noch kein richtiges Monitoring begonnen. Also das heißt, wir haben jetzt noch keinen Kollegen, der da genau kartografiert bzw. schaut, welche Spezies er da findet. Und deshalb, das läuft jetzt alles noch an. Allerdings haben wir ja jetzt auch 2020 die erste Blühwiese in Betrieb genommen. Okay. Deswegen sind wir da noch relativ am Anfang. Aber es ist zum Beispiel auch, wäre ein Anlass, um zu forschen, was gibt es denn da? Man könnte da jetzt auch Fallen positionieren und Zählungen machen und so, das durchaus. Cool. Das hört sich nach einem Projekt mit viel Zukunftspotenzial an und ihr wollt gerne, dass es so Copy-Paste sich viral verbreitet und dann am Ende gibt es ein Naturfelder-Netzwerk. Das wäre super. Wir wollen einfach nur, also das Problem ist ja, dass wir auch im, in Anführungszeichen, laufenden Betrieb, also jeden Tag Fläche verlieren. Ja. Und das ist nicht mal wenig, was wir an Verkehrsraum abgeben, also biodivers wertvolle Flächen, Brachen werden ständig in Asphalt und Straßen umgebaut und da verlieren wir am Tag 67 Hektar ungefähr. Ja. Und das zu kompensieren, das macht man nicht mit ein paar freiwillige Blühstreifen. Da gibt es ja auch immer wieder interessante Aktionen, die wir auch grundsätzlich alle unterstützen, dass mal zum Beispiel die Gemeinde den Landwirten kostenlos Saatgut zur Verfügung stellt. Aber das ist keine systematische Entwicklung. Und wir hätten gerne eine deutlichere Entwicklung und wir geben uns nicht mehr zufrieden mit dem 1 Meter Blühstreifen, der irgendwo am Rand ist, sondern jetzt wollen wir mal das ganze Feld, weil das sich auch richtig lohnt. Also auch als Habitat jetzt. Ja, spannend. Super spannend. Dankeschön, Ingo, für dieses Interview. Ich denke, Gerne. Das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Interview sein. Wir arbeiten ja im Projekt ProGirect zusammen und zwar genau auch auf dieser Thematik. Und wie schon angedeutet, dieser Verein, diese Vereinsidee, die ihr habt, die kann kopiert werden. Und wir wollen gerne, liebe Zuschauer, versuchen, innerhalb des nächsten halben oder dreiviertel Jahres zu gucken, ob wir denn irgendwie es hinbekommen, Naturfelder Dortmund zu gründen. Das heißt, wenn Sie oder wenn du Interesse daran hast, irgendwie diese Idee aufzunehmen und in Dortmund oder Umgebung mitzumachen und auch so einen Verein für Dortmund zu gründen, quasi den zweiten Naturfelderverein, dann bleib auf diesem Kanal, dann setze dich mit uns in Verbindung und dann sehen wir zu, dass wir im Frühjahr 2021, wenn genug Leute, die sich zusammenfinden und Lust haben, das zu machen, dass wir vielleicht Naturfelder Dortmund e.V. gegründet bekommen und dann diese Arbeit nach Dortmund holen und da genau das Gleiche machen. Super. Und wer Infos sucht oder sich fragt, wie das alles funktioniert, der findet die schon mal auf naturfelder.de. Prima, das werden wir einblenden im Video, auch den Zugang zu eurem Twitter und eine Facebook-Seite habt ihr, glaube ich, auch. Ne? Da machen wir die Links in den Abspann oder in die Videobeschreibung und
dann, sodass jeder irgendwie direkt die richtigen Kanäle sich angucken kann. Ja, super. Es wäre toll, wenn das mit Naturfelder Dortmund e.V. klappen würde. Ja, hauen wir rein. Ja, prima. Ingo, ich bedanke mich ganz herzlich. Gerne. Super für dieses Video und wir sprechen uns demnächst in den Projektbesprechungen. Bis bald. Alles klar. Bis dann. Tschüss, Ciao. Rolf.